Sie sehen aus wie digitales Rauschen. Ein absolut chaotisches Durcheinander aus schwarzen und weißen Pixeln, das auf Speisekarten, Plakatwänden und Fernsehbildschirmen klebt. Für das menschliche Auge ist dieses Muster völlig sinnlos. Es ist ein undurchdringliches Labyrinth aus kleinen Quadraten. Aber für die Kamera in deinem Smartphone ist es eine extrem präzise, komplexe Sprache. Wenn du deine Linse darauf richtest, passiert etwas, das an technische Magie grenzt. Innerhalb von wenigen Millisekunden verwandelt sich das statische Chaos in eine dynamische Website, eine digitale Visitenkarte oder einen Bezahlvorgang. Aber wie ist das physikalisch möglich? Wie kann ein einfaches, gedrucktes Bild aus Tinte so komplexe Informationen enthalten? Die Wahrheit ist faszinierend. Ein QR-Code ist keine simple Zeichnung. Es ist eine hochentwickelte Datenbank aus Papier, die einen genialen mathematischen Trick nutzt, um selbst dann noch zu funktionieren, wenn sie teilweise zerstört wird. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum diese kleinen Quadrate die alten Strichcodes der Supermarktkassen vernichtet haben. Wir klären, wie man Tausende von Buchstaben in ein einziges kleines Bild presst und warum ein QR-Code selbst dann noch lesbar ist, wenn ein Drittel davon abgerissen oder mit Schmutz bedeckt wurde. Wenn du die verborgene Mathematik hinter deinem digitalen Alltag verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um diese Technologie wirklich zu verstehen, müssen wir zurück in das Jahr 1994 reisen. Der Geburtsort des QR-Codes war keine hippe Werbeagentur im Silicon Valley, es war eine staubige, hektische Fabrikhalle des Autozulieferers Denso Wave in Japan, einer Tochterfirma von Toyota. Die Industrie hatte ein massives Problem. Die alten klassischen Strichcodes waren viel zu langsam und konnten viel zu wenig Informationen speichern. Wenn ein Fließband mit Autoteilen an den Sensoren vorbeiraste, versagten die alten Scanner reihenweise. Die Ingenieure brauchten dringend ein neues System, das extrem schnell gelesen werden konnte, egal aus welchem Winkel es betrachtet wurde. Sie nannten ihre Erfindung Quick Response Code, was übersetzt schnelle Antwort bedeutet. Das Ziel war pure industrielle Geschwindigkeit, nicht die Bequemlichkeit für den Endverbraucher im Restaurant. Der radikale Unterschied zum alten Barcode liegt in der Dimension. Ein klassischer Strichcode auf einer Müsli-Packung ist eindimensional. Ein Scanner liest ihn nur in einer einzigen Linie, von links nach rechts, wie einen Morsecode aus dicken und dünnen Balken. Das begrenzt die Datenmenge enorm, die man auf kleinem Raum unterbringen kann. Ein QR-Code ist zweidimensional. Er ist eine Matrix, der Scanner liest ihn gleichzeitig horizontal und vertikal. Stell dir den Unterschied vor wie zwischen einem einzelnen geschriebenen Satz und einem kompletten, ausgefüllten Kreuzworträtsel auf derselben Fläche. Durch diesen geometrischen Trick kann ein QR-Code auf der gleichen Fläche mehrere hundertmal mehr Informationen speichern als ein alter Barcode. Wir sprechen hier von bis zu 7000 numerischen Ziffern oder über 4000 alphanumerischen Buchstaben in einem einzigen kleinen Quadrat. Wenn man das Chaos betrachtet, sieht alles zufällig verteilt aus. Aber jeder einzelne schwarze Punkt hat eine feste, unveränderliche Aufgabe. Das auffälligste Merkmal sind die drei großen, markanten Quadrate in den Ecken. Das sind die sogenannten Positionsmuster. Sie sind die Ankerpunkte für die Kamera deines Smartphones. Sie schreien dem Scanner förmlich zu. Hier ist oben links, hier ist oben rechts und hier ist unten links. Dank dieser drei festen Anker kannst du dein Handy auch schief, kopfüber oder in einem seltsamen Winkel halten. Die Software nutzt diese drei Punkte, um das Bild im Bruchteil einer Sekunde virtuell gerade zu drehen und zu orientieren. Zwischen diesen großen Ankern verlaufen oft unsichtbare Linien aus abwechselnden schwarzen und weißen Pixeln. Das sind die Taktmuster, die dem Scanner wie ein Lineal zeigen, wie groß das gesamte Raster eigentlich ist. Aber was ist der eigentliche Inhalt dieses Musters? Wenn die Software das Raster erkannt, orientiert und gerade gezogen hat, beginnt die Übersetzung. Der QR-Code ist im Grunde nichts anderes als eine visuelle Darstellung von binärem Maschinencode. Jeder winzige einzelne schwarze Punkt im Datenbereich, ein sogenanntes Modul, repräsentiert eine digitale 1. Jeder weiße Punkt repräsentiert eine digitale 0. Die Kamera macht also nichts anderes, als ein riesiges Feld aus Hunderten von Einsen und Nullen abzulesen. Ein Algorithmus nimmt diese endlose Zahlenreihe und übersetzt sie zurück in für Menschen lesbare Informationen, wie zum Beispiel eine Internetadresse. Bis hierhin klingt das alles nur nach einer effizienten Datenspeicherung. Aber das wahre, absolute Genie des QR-Codes liegt in seiner unglaublichen Widerstandsfähigkeit. Stell dir vor, du nimmst ein Buch und reißt ein Drittel einer Seite ab. Der Text wäre unwiederbringlich verloren.
Aber ein QR-Code funktioniert oft trotzdem noch, selbst wenn große Teile fehlen oder beschädigt sind. Der Grund dafür ist eine extrem komplexe Mathematik, die man Reed-Solomon-Fehlerkorrektur nennt. Dieselbe Technologie wird verwendet, um Daten von zerkratzten CDS zu retten oder Funkübertragungen aus dem tiefen Weltraum zu sichern. Wenn ein QR-Code erstellt wird, werden die eigentlichen Daten nicht einfach nur hingeschrieben. Ein Algorithmus fügt massive Mengen an redundanten, also doppelten Informationen hinzu. Er erstellt quasi ein mathematisches Sicherheitsnetz aus zusätzlichen Datenpunkten, die über den ganzen Code verteilt werden. Je nach eingestelltem Sicherheitslevel können bis zu 30% des Codes komplett fehlen, verschmutzt oder zerstört sein. Die Software nutzt die verbliebenen redundanten Daten, um die fehlenden Teile des Puzzles mathematisch exakt zu rekonstruieren, bevor sie den Inhalt anzeigt. Das ist der Grund, warum ein QR-Code auf einem schmutzigen Plakat im Regen oder auf einer zerknitterten Verpackung immer noch funktioniert. Es ist keine Magie, es ist knallharte, redundante Mathematik. Ein QR-Code ist also weit mehr als nur ein hässliches, pixeliges Muster auf einer Verpackung. Es ist eine brillante, robuste Brücke zwischen der physischen Welt aus Papier und Tinte und der digitalen Welt aus Daten und Netzwerken. Es ist ein mathematisch abgesichertes System, das ursprünglich entwickelt wurde, um Autoteile in Millisekunden zu zählen und das heute unseren gesamten Alltag vernetzt. Hättest du gedacht, dass hinter diesem simplen schwarz-weißen Muster eine Technologie steckt, die Daten selbst nach einer massiven Zerstörung wiederherstellen kann? Schreib mir deine Gedanken dazu unten in die Kommentare.